Im 17. Jahrhundert in Paris sehe ich einen Mann, der auf einen Punkt, von der er nicht zurückkommen kann, ist. Dieser Mann heißt René Cadillac. Er ist besessen von der Idee, dass er allein den Schmuck, den er gefertigt hat, besitzen muss. Er fragt sich, ob er die derzeitige Besitzer ermorden soll, um den Schmuck wieder zu bekommen. Ah ja, ich sehe ihn auch. Wenn er wirklich diese Leute ermorden würde, würde er wieder und wieder morden und eventuell sein Leben zerstören. Aber wenn er akzeptieren würde, dass er den Schmuck nicht mehr hat, würde das der erste Schritt auf seinem Pfad zu seiner Erlösung und das Befreien von seiner Besessenheit mit Schmuck. René, der einzige Weg, deinen Schmuck wiederzubekommen, ist die derzeitige Besitzer zu ermorden. Was für einen furchtbaren Rat! Es wäre schnell und effektiv. Aber denk an deinen Gesellen Olivier. Was würde er denken, wenn du einen Mord begangen hätte? Und denk an deine Tochter. Wollte sie einen Mörder für einen Vater haben? Sie sind beide unwichtig. Vor allem musst du an dich selbst denken. Sei nicht selbstsüchtig. Tu nichts, was deinen Ruf schädigen würde. Unsinn! Nichts kann deinen Ruf schädigen. Du bist der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten Menschen deiner Zeit. Dein guter Ruf als ein Ehrenmann wurde schon begründet. Niemand wird dich eines Verbrechens verdächtigen. Olivier wird herausfinden. Er verbringt so viel Zeit bei seiner Arbeit mit dir. Er kennt deine Motive. Er wird zweifellos etwas verdächtigen. Ja, okay, vielleicht wird er, aber nur er. Und er wird nichts wegen seiner Liebe zu seiner Tochter sagen. Du weißt das. René, hör mir zu. Stell dich eine private Kollektion vor. Eine Kollektion mit allen Werken, an denen du jemals gearbeitet hast. Ein Juwelenkabinett mit allen deinen Meisterwerken. Der König könnte etwas Reicheres nicht besitzen. Und jedes Juwel wäre eine Erinnerung an deine Verbrechen. Nicht an deine Verbrechen, sondern an deine Begabung. Du sollst dich deiner Taten nicht schämen. Stattdessen sei auf deine Taten stolz. Für jeden Schmuck mach einen kleinen Zettel, der zeigt, für wen den Schmuck gearbeitet wurde und auf welche Weise du den Schmuck zurückgeholt hast. Stolz auf den Morden? Das ist lächerlich. Du hast die Juwelen schon geliefert. Man soll nicht morden, man soll nicht stehlen. Und was du planst, das ist beide Diebstahl und Mord. Aber du hast die Juwelen nicht bereitwillig geliefert, oder? Du denkst seit 2 Wochen über den Schmuck nach. Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu nehmen. Lass die angelieferten Juwelen allein. Wenn du dieses Verbrechen begehst, wird es keinen Weg zurück geben. Nein, René, du bist ein guter Mensch. Du brauchst solche unmoralische Dinge nicht zu machen. Beherrsch dich. Du kannst deine eigene private Kollektion schaffen, eine neue Sammlung mit Werken, die du für dich selbst anfertigst. Eine neue Kollektion? Pff, du hast keine Zeit dafür. Du hast schon so viele Jahre verbracht und so viele Werke fertig gemacht. Werke, die alle einen Teil von deiner Kollektion bilden sollen. Es gibt nichts mehr zu überlegen. Geh jetzt. Mach es. Das erste Mal kann schwierig sein, aber es wird danach leichter sein. Erinnerst du dich? Du hast diesen gegen deine Wille angelieferten Schmuck geschafft. Der Schmuck kann nochmals in deinem Besitz sein, wenn du so wünschst. Geh jetzt. Hol zurück, was wirklich dir gehört. Im 18. Jahrhundert in Paris sehe ich einen Mann, der auf einem Punkt, von der er nicht zurückkommen kann, ist. Ah ja, dieser Jean-Baptiste Grenouille will den Geruch von einem rothaarigen Mädchen haben. Wenn er nach ihr jagen würde, könnte er sie versehentlich töten. Aber wenn er nett zu ihr wäre, könnte sie in ihn verlieben. Er will die Liebe mehr als ihren Geruch. Dann würde er die Liebe und ihren Geruch haben.
Er würde den Geruch haben, weil er sie haben würde. Ach, Renouille, sie riecht so gut, nicht wahr? Und du willst sie haben, nicht wahr? Also, worauf wartest du? Nimm ihren Geruch. Und was würdest du tun, wenn du ihren Geruch hast? Schließlich würde ihr Geruch weggehen, oder? Die einzige Möglichkeit, ihren Geruch zu behalten, ist, wenn sie freiwillig mit dir bleibt. Warum würde sie freiwillig mit dir bleiben? Du bist nichts. Sie wird nie mit dir bleiben wollen. Es ist unmöglich. Du kannst sie nicht haben. Das stimmt nicht. Was, wenn sie dich für sich selbst liebt? Du bist kein schlechter Mann, Grenouille. Eine Frau wird das merken. Aber sie wird es nicht merken, wenn du Gewalt benutzt. Wenn du Gewalt benutzt, hast du keine Chance herauszufinden, ob ihr zusammen Liebe finden können. Sie könnte mit dir bleiben wollen. Was ist das mit Liebe? Niemand hat dich je geliebt. Niemand wird dich je lieben. Nimm, was du willst und geh weg. Sie fragt, ob du Pflaumen kaufen willst. Sie redet mit dir. Wenn sie gedacht hätte, dass du nicht liebenswert wärst, würde sie nicht mit dir sprechen. Sie will nur Geld haben, wegen die Pflaumen. Es ist ihr egal, wer du bist. Jetzt ist das Moment. Pack ihr die Hand und besitzt ihren Geruch. Nein, benimm dich wie ein Gentleman. Küss ihr die Hand, aber leicht und sanft. Nein, du willst sie haben, nicht wahr? Besitzt ihr. Nimm, was du willst von ihr. Sie wird dich nicht haben wollen, wenn du Gewalt benutzt. Ganz ruhig, du kannst das schaffen. Beherrsch deine Leidenschaft und deine Besessenheit. Siehst du? Du hast ihr die Hand leicht und sanft geküsst und sie ist auf dich nicht wütend. Siehst du? Sie sieht nur verwundert aus, lächelt und geht weg. Das war kein Lächeln, das war eine Grimasse. Du Lügner, es war doch ein Lächeln. Sie ist nur scheu. Sie geht weg. Du hast deine Chance verpasst. Nein, hast du nicht. Laufe ihr nach. Du kannst ihren Geruch noch riechen. Dann kannst du mit ihr unterhalten. Du hast nichts Interessantes zu sagen. Wenn du sie wieder siehst, nimm dann ihren Geruch. Es ist die einzige Möglichkeit, ihren Geruch zu haben, wenn du Gewalt benutzt, da sie dich nie lieben wird. Du hast die Pflaumen genommen, ohne für sie zu bezahlen. Geh zu ihr, gib ihr das Geld, entschuldige dich und sag einfach, du warst so beeindruckt von ihrer Schönheit. Du hast vergessen, für die Pflaumen zu bezahlen. Dann wird sie von deiner Ritterlichkeit beeindruckt. Nein, wird sie nicht. Sie wird es nicht ritterlich finden, dass du vergessen hast, für die Pflaumen zu bezahlen. Siehst du, die Pflaumen sind wie die Liebe. Wenn du die Pflaumen behältst, ohne dafür zu bezahlen, gehören den Pflaumen dir nicht wirklich. Und so ist es mit der Liebe. Wenn du Gewalt benutzt, um den Geruch dieses Mädchens zu behalten, gehört sie dir nicht. Sie wird dir nur gehören, wenn du ihr Herz gewinnst. Geh jetzt und rede mit ihr, damit sie dir vertrauen wird und dich besser kennenlernen will. Du wirst nie wissen, was sein könnte, wenn du auf deine tierische Seite gehörst. Im 19. Jahrhundert in Nordrhein-Westfalen sehe ich einen Mann, der Friedrich Mergel heißt. Er will in die Kirche gehen, um zu beichten, aber sein Onkel will nicht, dass er geht, weil dieser Onkel jemanden ermordet hat und Friedrich weiß es. Ich glaube, Friedrich ist auf einem Punkt, von der er nicht zurückkommen kann. Ja, du hast recht. Wenn er nicht gehen würde, konnte er später selbst ein Mörder werden. Sein ganzes Leben würde zerstört werden. Aber wenn er gehen würde, könnte sein Onkel verhaftet werden. Dann würde Friedrich nicht diesen schlechten Einfluss auf sein Leben haben. Er könnte ein anständiger Mensch werden. Friedrich, was tust du da? Warum würdest du wollen, den Mann, der dich großgezogen hat, verraten? Nach allem, was er für dich getan hat und nach allem, was er dich beigebracht hat, willst du in die Kirche gehen und sagen, dass er der Mörder ist? Du solltest ihn schützen,
Du kannst nicht ein Verbrechen dulden, Friedrich. Es ist moralisch, beichten zu gehen. Es macht nichts, ob er dein Onkel ist oder nicht. Du musst die Wahrheit sagen. Nur weil etwas die Wahrheit ist, bedeutet nicht, dass du es sagen musst. Einige Dinge sollen geheim bleiben. Mord soll geheim bleiben. Friedrich, du hast die Möglichkeit, mehrere Morde zu verhindern, wenn du jetzt gehst. Dein Onkel hat diesen Mann nicht versehentlich getötet. Es war absichtlich. Und er fühlt jetzt keine Reue, nur eine Furcht, dass die Stadtbewohner herausfinden werden, dass er der Täter war. Du weißt nicht, ob er wieder morden wird oder ob er Reue fühlt. Du würdest sein Leben zerstören, wenn du ihn verraten würdest. Er ist dir wie ein Vater. Du würdest eine Vaterfigur verloren, wenn du sagen würdest, was dein Onkel wirklich getan hat. Nein, Friedrich, du solltest gehen. Dein Onkel versucht, dich zu verhindern, um zu gehen, weil er nicht bestraft worden will. Er lügt. Das ist nicht, was die Bibel besagt. Du hast recht. Es ist kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten. Nicht gar keines. Hör auf deinen Onkel zu, Friedrich. Kennst du wirklich die Bibel? Wann war das letzte Mal, dass du sie gelesen hast? Dein Onkel ist älter und weiser als du. Er weiß, was wirklich da drin steht. Du erinnerst dich falsch an, was die Bibel besagt. Und übrigens bist du ein undankbares Schwein, wenn du deinem Onkel nicht gehörst. Tu nichts. Schützt ihn vor dem, was dein Verrat ihn kosten würde, und auch vor dem, was er dich kosten würde. Denk darüber nach, was ihr beide zu verlieren haben, wenn du jetzt beichten gehen. Bleib zu Hause, Friedrich. Im 19. Jahrhundert in der Nähe von Berlin sehe ich einen Mann, der auf einem Punkt, von der er nicht zurückkommen kann, ist. Ah ja, er sieht eine Vision von seiner toten Frau. Wenn er die Vision erlauben würde, sich zu beeinflussen, dann würde es ihn zerstören. Aber wenn er erkennen würde, dass die Vision nur eine Halluzination ist, würde er die Chance haben, die Konflikte seiner Familie zu lösen. Ach, sieh mal, er versucht mit der Frau in der Vision zu sprechen. Tja, das ist genug. Du musst loslassen. Du gehst zu weit. Vor dir steht nicht Minna, sondern eine Frau, die nur eine Erfindung deiner Vorstellungskraft ist. Ich weiß, dass du sie liebst, aber lass dich nicht in eine Falle gehen, in der du glaubst, dass sie noch mit dir ist. Minna ist nicht mehr hier. Du musst das akzeptieren. Komm jetzt, kehre in die Realität zurück. Das ist die Realität. Hör ihm nicht zu. Was du siehst, ist eine von deinen Gefühlen getriebene Halluzination. Minna ist im Wochenbett gestorben. Sie kann nicht mehr zu dir kommen. Versuch, sie zu vergessen. Vergessen? Nein, du musst sie nie vergessen. Sie ist deine erste Liebe, deine erste und deine einzige. Sie erscheint vor dir wie eine Retterin während schwieriger Zeiten. Blick an dich selbst. Du stehst auf den Gleisen, wie ein Mensch ohne Lust, ohne Mut, ohne eine Idee darüber, was du am nächsten machen sollst. Sie ist zu dir gekommen. Sie kann dir helfen. Sprich mit ihr. Nein, Till, glaub deinen Augen nicht. Kontrolliere deine Gefühle. Du bist fähig, sich zu beherrschen. Denken an deine Verantwortung gegenüber deiner Familie. Und was für eine Familie ist das? Die Hauptperson im Haushalt ist eine Frau, die du gar nicht liebst, aber der du gehorchen musst. Dein erstes Kind wird misshandelt und du kannst nichts dagegen tun. Doch kannst du. Du liebst deine Frau nicht, weil sie sich dir und Tobias gegenüber nicht respektvoll benimmt. Aber sie benimmt sich ihnen gegenüber nicht respektvoll, denn sie fürchtet, dass du sie nicht liebst und dass du ihren Sohn auch nicht liebst. Wenn du mehr Zeit mit ihr verbringen würdest, würde sie sich besser verhalten. Du hast eine Pflicht, für deine Familie zu sorgen. Du hast eine Pflicht, deine derzeitige Frau zu lieben, dein erstes Kind zu verteidigen und dein zweites Kind nicht zu vernachlässigen. Geh nach Hause, Till, und kümmere dich um deine Familie.